Im Rahmen des EU-Projektes Durch Dialog Europa gestalten, Dialog gegen Populismus, Rassismus und Antisemitismus, darf ich heute mit Herrn Johann Merl ein Interview führen, für das ich mich gleich recht herzlich bei Ihnen bedanken möchte. Danke, dass Sie sich Zeit nehmen heute für uns. Gerne. Meine erste Frage richtet sich danach, was gab es eine Zeit in Ihrem Leben, die Sie sehr geprägt hat? Gab es da mal Einschnitte? Ich denke da zum Beispiel an die 68er-Bewegung oder an 89. Können Sie da ein bisschen etwas erzählen? 68. Ich bin 1951 geboren, also wenn man das hochrechnet, da war ich mittendrin. Das ist so vielleicht von meinem Erleben her, wie wenn man in einem Wirbelsturm ist, in einem Taifun. Im Auge drinnen kriegen Sie gar nicht so viel mit wie außen herum. Das heißt also, ich war mit meinen Freundinnen und Freunden damals einfach Teil des Geschehens. Das war nicht so, dass mich hier eine Welle erfasst hat. Ich bin mit 16 Jahren in den Schulferien zum Beispiel nach Niederlande, nach Holland getrennt und war dort 6 Wochen in Clubs unterwegs. Ich habe so im Nachhinein diesen süßlichen Geruch noch von diesen Diskos und wo ich überall war. Und ich habe nicht gewusst, was das ist. Aber ich habe Soul miterlebt und ich habe die Menschen dort erlebt, habe die Jugend erlebt und ich war natürlich auch einer, der am Damm war. Aber das war nichts, was mich wirklich geprägt hat. Können Sie vielleicht dennoch die Situation zu der Zeit ein bisschen beschreiben? Wie war das da in Österreich? Sturm- und Drangzeit. Österreich war ja, traditionell, brav. Es wurde im Gymnasium eine Zeit totgeschwiegen, also Nationalsozialismus. Ich glaube, an dem ist niemand angestreift. Auf der anderen Seite, meine Professoren hätten heute Riesenprobleme, weil wenn ihm irgendetwas nicht gepasst hat, da ist ihm die Hand ausgekommen oder der Schlüsselbund. Also heute hätten viele dieser Professoren ja, sehr stark zu kämpfen. Aber wir haben eine wunderschöne Zeit gehabt gleichzeitig. Also meine Jugend habe ich mit vielen Erlebnissen in Erinnerung. Und natürlich war Trauriges auch dabei, weil auch Freunde von mir damals gestorben sind. Aber 1968 und die Zeit rundherum, das war so frei wie, ja, ungebunden wie ein Vogel, so wie ein junger Hund. So herumschnüffeln und alles Mögliche ausprobieren und ja, niemanden verpflichtet. Und andererseits aber alles in Frage zu stellen. Nicht so hinzunehmen, wie es ist. Und dieses Infragestellen, hinterfragen, etwas nicht unbedingt gleich so zu akzeptieren, wie es ist, das ist mir heute noch geblieben. Also wenn ich sage, das kommt nicht aus dieser Zeit, sondern das, glaube ich, ist ein Teil von mir, richtig. Das war die Zeit. 68. Die 89er Zeit, die ich auch gleichzeitig gedacht habe, hat mich die geprägt. Das war eher ein Aufbruch, so eine Freude, dass etwas passiert in Europa, dass etwas, was wir in unserer Jugend damals, in der Folge von 68, 70, wo wir junge Studierende waren und man könnte sagen, für steirische, auch für österreichische Verhältnisse Revoluzer waren, weiblich und männlich und vieles ausprobiert haben, auch politisch wirklich in Frage gestellt haben und auf die Wege gebracht haben. Da dachte ich mir, jetzt ist Europa auf einem richtigen Weg unterwegs. Und es hat mich auf den Boden zurückgeholt, als die Ereignisse aus dem Jahr 1991 dann mich überwältigt haben. Und das ist wahrscheinlich die Zeit, die mich nachhaltig am meisten bewegt und ja, Sie haben früher das Wort geprägt, glaube ich, auch genommen, auch geprägt hat. In welchen Bereichen würden Sie sagen, hat die Zeit Sie geprägt? War das eher beruflich oder gesellschaftlich? Also sowohl als auch. Ich war zu diesem Zeitpunkt schon in einer verantwortlichen Personalleiterfunktion. Ich
war zum zweiten Mal verheiratet. Wir hatten eine 12 Jahre alte Tochter und wir glaubten so an eine gemeinsame Zukunft Europas. So ein Riesenprojekt, das Frieden heißt, das gemeinsames Leben und gemeinsames Aufstreben, gemeinsame Wertschöpfung im Sinne von wirtschaftlicher Entwicklung auch bedeutet, auch von gesellschaftlicher Entwicklung. Und ich kann mich noch gut erinnern, es war ein Frühsommer 1991, ich glaube es war Juni, waren wir in unserem Winzerhaus in der Südoststeiermark und wir hörten so ein fernes Grollen und auf einmal kamen Flugzeuge, Düsenjäger aus einer falschen Richtung. Wir haben es nicht gewusst, was das war. Wir waren beunruhigt und haben dann später in den Nachrichten gehört, dass Slowenien um die Unabhängigkeit gekämpft hat. Und obwohl wir von der Grenze nur Luftlinie 10 Kilometer entfernt sind, und wenn wir nur einen Hügel hinaufgegangen wären, hätten wir gesehen, was dort ist. Wir waren zu sehr betroffen und wollten es von uns fernhalten. Fernhalten, dass Menschen aus keineswegs aus meinem Wertebereich her guten Überlegungen heraus sich gegenseitig umbringen, töten. Und es ist ja dann in der Folge, das wissen Sie ja auch, ein ganz schlimmer Krieg in Europa entstanden, wo Europa viel zu lange weggeschaut hat. Etwas, was für mich, für uns damals unvorstellbar war. Haben Sie dann in dem Moment, wie Sie das bemerkt haben, was da jetzt vor sich geht, welche Erwartungen und Hoffnungen haben Sie dann gehabt oder war da Angst? Können Sie das noch ein bisschen beschreiben? Angst vor dem Ungewissen war sicherlich vorhanden, wobei ich gar nicht um das Leben unseres Kindes oder meiner Familie gefürchtet hatte. Das war für mich so weit weg, dass das passieren kann. Eher für die Zukunft, weil ich wirklich in einem friedlichen Europa aufgewachsen bin und in den Gesprächen dieser Jahre zuvor und im Austausch auch mit der Elterngeneration mir leider sicher war, dass so etwas bei uns, zumindest in meinem Leben, nicht mehr vorkommen wird. Und auf einmal ist es direkt daneben, direkt vor der Haustüre, dich direkt betreffend, dass Menschen, die du kennst, die aus dieser Region kommen, auf einmal Abstand voneinander nehmen. Und wenn ich sage, Europa ist ja ein Projekt des Friedens, nicht nur des Miteinander Auskommens, des Aufeinander Zugehens, des Gespräches, das ist diese Basis, um friedlich koexistieren zu können und wirtschaftlich Prosperität zu haben, auf einmal nicht nur in Frage gestellt war, sondern war ein tiefer Riss, eine Kluft, da war ein Abgrund. Das aus damaliger Sicht war die Frage, was passiert. Und wenn Sie dann an die ganzen Verbrechen dieser Kriegsgegner, und das ist auf beiden Seiten passiert, auf allen Seiten, denken, so war die Sorge um die Zukunft damals sicher berechtigt. Haben Sie dann aufgrund dieser Ereignisse auch gesellschaftliche Veränderungen wahrgenommen in Österreich? Ja, ich glaube schon, dass die Auswirkungen damals im ersten Moment eher, jetzt möchte ich so sagen, positiv insofern waren, weil es genauso wie, wann war dieses paneuropäisches Frühstück? 1989. Ja, das war 1989, vor dem Mauerfall. Also genauso wie damals die Österreicher ihre offene, liberale, gastfreundliche Haltung hatten, um Menschen in Not zu empfangen. Damals hat niemand abfällige Worte über Menschen gesprochen, die Flüchtlinge aus aus Südosteuropa aufgenommen haben. Gutmenschen, ich sage nur dieses Wort.
Dass das so einen negativen Klang hat, das kommt nicht aus dieser Zeit heraus. Wir waren offen, um die Menschen, die genauso wie 89 auch damals zu empfangen. Es war Krieg in Südosteuropa, wir waren weit weg davon. Das Unglaubliche ist, dass wir diese Gegenden vorher gekannt haben und dort immer wieder auf Urlaub waren und auf einmal konntest du nicht nur nicht hin, sondern es war vieles zerstört und die Menschen auf einmal verfeindet, die friedlich vorher nebeneinander gelebt haben. Für mich war das also vor allem zuerst im privaten Bereich stark, dann aber, weil wir ja als Firma uns auch in Südosteuropa engagiert haben, da war der Krieg fürs Erste beendet. Ich sage deswegen bewusst fürs Erste, weil zwar Kriegshandlungen gestoppt wurden durch auch Eingriff, sage ich, von Europa und der USA oder der NATO, aber der Hass und das gegenseitige Nicht-Verzeihen, ja, diese tiefe Kluft, die entstanden ist zwischen diesen Menschen, das war noch immer vorhanden. Und wir haben uns aber gedacht, dass die Jugend dort eine Zukunft braucht. Und das ist mir sehr entgegengekommen und ich hatte das Glück, also auch von der Firma her Mittel zu bekommen, Möglichkeiten zu bekommen, um hier unterstützend tätig zu sein. Und das war für mich sehr gut, weil es mir wieder Mut gegeben hat und Mut nämlich insofern gegeben hat, dass auch Hass endlich ist. Können Sie vielleicht erzählen, welche Firma das war und wie Sie sich dort speziell engagiert haben? Ja, es ist die größte steirische Bank, die Sparkasse, die in Kooperation mit anderen in Südosteuropa dann Projekte gestartet hat. Unter anderem haben wir, und das habe ich hauptverantwortlich betreut, jungen Studierenden, die keine Möglichkeit hatten, über klassische Europaprojekte, wie es für viele andere gibt, hier einfach dann Studienplätze zu bekommen. Und das waren wirklich hochtalentierte Menschen, die in ihrem Lande wahrscheinlich wenig Chancen gehabt hätten. Und wir haben darauf geschaut, dass sie ihre Ausbildung bei uns vollenden können, dass sie Erfahrungen machen, die sie dann in ihren Heimatländern, ihrem Land, ihren Menschen wieder zukommen lassen können. Weil ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man Intelligenz nicht von einem Land abholt und dann bei sich behält, sondern das ist nicht nur für die wirtschaftliche Entwicklung, das ist auch für die Entwicklung der Gesellschaft notwendig, dass sie geistiges Kapital wieder in dieses Land zurückführen und ihnen die Möglichkeit dort zu geben, etwas zu bewirken. Und viele dieser jungen Menschen haben nicht nur diese Absicht gehabt, sondern haben auch diesen Schritt dann wieder gewagt. Allerdings, ich glaube, es ist noch ein weiter Weg. Wie nehmen Sie eigentlich heute die Fremdenfeindlichkeit hier in Österreich wahr? Schrecklich, brutal. Es ist nach einer Zeit fast des wiedergekehrten Biedermeier dann nicht nur eine Ängstlichkeit entstanden, sondern ja, ein Klima des Neides ist entstanden, wo dann populistische Politiker, Menschen auch dann noch ein Hassklima gefördert haben. Also für mich ist heute eine Entwicklung vorhanden, wo dieses Österreich, für das es gestanden ist, dass wir anderen helfen, dass wir Brückenbauer sind, dass wir Friedensbotschafter sind, derzeit sehr in Frage gestellt ist. Aber vielleicht sind es die Einzelnen, die so laut sind und dadurch mehr auffallen. Und ich glaube schon daran, dass die Mehrheit, auch wenn sie eine schweigende Mehrheit ist, trotzdem von ihren Wurzeln her, von ihrem Selbstverständnis her, von ihrer Überzeugung her Menschen sind, die die Hand ausstrecken, die anderen helfen,
die hier auch nicht wegschauen, wenn Dinge passieren, die keineswegs den Menschen auszeichnen. Was würden Sie Österreich wünschen in Zukunft? Erstens Mut. Mut den Menschen, dass sie für ihre Überzeugungen, für ihre positiven Überzeugungen eintreten. Ich wünsche Österreich, dass es mehr Menschen gibt, die aufstehen und diesen Populisten Einhalt gebieten. Das darf aber nicht mit Gewalt passieren. Das hat mit guten Argumenten zu tun. Ich wünsche Österreich, dass Politiker von ihrer seichten Agitation, die auf den nächsten Tag unter Anführungszeichen nur gerichtet ist, auf morgen und nicht auf übermorgen und nicht langfristig, dass sie davon abgehen und vielleicht wirklich langfristige Projekte wieder angehen. Und wir sind gerade in einer Zeit, wo es jetzt wieder Wahlwerbung gibt und man sagt nicht zu Unrecht, Wahlwerbezeiten sind Zeichen klassischer Unintelligenz. Ich glaube, Österreich und die Politiker sind intelligenter, als sie es derzeit zeigen und als sie es auch in diversen Wahlbotschaften oder Diskussionen auch hören. Ich wünsche mir, dass Österreich einen Pakt der Parteien findet, in denen sie für das Land langfristig arbeiten und nicht nur für ihre eigenen Interessen, nicht für ihr eigenes Klientel. Das braucht einen Politikertypus, der über seinen Parteiinteressen steht. Und wie nehmen Sie den Antisemitismus in Österreich wahr? Subjektiv aus meiner Umgebung geringer als in der Vergangenheit. Ich glaube, das ist aber ein subjektives Erlebnis. Warum? Weil dieser allgemeine Fremdenhass, diese unbegründete Angst vor Menschen, und jetzt denke ich nicht nur jetzt an Graz Umgebung oder wenn ich ans Land draußen denke, die Menschen vor Afghanen, vor Tschetschenen haben, vor Südosteuropäern, vor Syrern, die sie gar nicht kennen. Die meisten Ängste haben die Menschen, wenn ich jetzt an meine Landbevölkerung denke, vor Menschen, die sie nicht haben, die sie nicht in ihrer Umgebung haben. Sie haben früher vor Farbigen aus Nordafrika Ängste gehabt und haben sie bestaunt, wenn sie dann als fahrende Händler wirklich von Haustür zu Haustür gegangen sind. Da waren die Haustüren noch alle offen und sie haben es auch nicht zugesperrt. Sie haben sie vielleicht bestaunt. Ja, heute sperren sie die Türen zu. Heute in der Südoststeiermark zum Beispiel finden Sie selten diese offenen Türen wie vor 30, 40 Jahren. Und in Graz? In Graz haben Sie Ängste vor einem Spaziergang am helllichten Tag durch den Stadtpark. Und Sie haben zu viele Menschen und es gibt zu viele Medien, die auch, und zu viele Politiker, ich sage es bewusst noch einmal, Politiker, die eher nur Ängste schüren, als Mut machen. Das trifft mich insofern, als wir das Glück haben, jetzt einen Enkelsohn zu haben, der bald 2 Jahre ist. Und wir überlegen immer wieder, was wird seine Zukunft sein? Was wird es für ihn geben? Um das in eine Relation zu bringen. Nicht? Und hat es Sinn, hat es Zukunft, heute noch Kinder auf die Welt zu bringen und großzuziehen? Ja, es hat. Ja, es hat. Und ich glaube, es gibt viele Menschen, und da kenne ich viele aus meiner Jugend auch heraus, die den Mut haben, ihre Stimme zu erheben, sich in Diskussionen zu melden, auf die Straße zu gehen, bei Projekten mitzuarbeiten. Und jetzt komme ich wieder zurück, weil Sie gesagt haben, wie erlebe ich den Antisemitismus? Ja, es gibt ihn. Ja, Sie merken es jetzt, wenn ich zum Beispiel sage, ungarischer Präsident, die Hasstiraden und die Ängste, die sie schüren in Bezug auf Soros und Ähnliches. Ja, das gibt es. Aber ich glaube,
dass es vieles andere auch gibt. Deswegen dürfen wir das nicht kleinreden. Dann würde ich zum Abschluss doch gerne von Ihnen wissen, was wünschen Sie sich für die Zukunft von Europa, für die EU, eben für die zukünftigen Generationen? Als erstes Frieden. Ich glaube, das Projekt Europa ist ein großartiges Friedensprojekt, weil Geben und Nehmen eine Sache ist, die beide Seiten stärkt. Es gab früher die Theorie, dass nur dann, wenn ich gebe, oder die Meinung oder die Ideologie, nur wenn ich gebe, bekomme ich auch zurück. Und diese Ideologie gibt es heute noch und ich glaube daran. Und wenn beide sich gegenseitig unterstützen und sich austauschen, und dafür ist es notwendig, auch eine Gesprächsbasis zu haben, und was war früher einmal das Große in der Diplomatie, dann hat es Zukunft und nicht nur einen Deal zu machen, wie der Blonde mit der roten Krawatte und dem blauen Anzug in USA es immer vor sich her sagt. Das ist das eine. Und Frieden wäre die Garantie dann auch, um eine wirtschaftliche Entwicklung für Gesamteuropa, aber auch jetzt für die Kontinente und die Länder, mit denen Europa in Kontakt ist, auch zu machen und nicht jemanden einfach auszunutzen, sondern auch zu geben. Und diese wirtschaftliche Entwicklung ist genauso notwendig und das Ganze wird nur möglich sein mit Bildung. Wir brauchen Bildung, weil das ist dieser fruchtbare Boden, auf dem etwas wächst. Und deswegen glaube ich, es gibt Zukunft für Europa. Und das wünsche ich Europa, meiner Familie, meinem Enkelsohn und allen anderen auch. Vielen herzlichen Dank für das Interview und die Gerne. schönen Worte. Dankeschön.